Der nächste Highspeed-Kurs bei bestem Wetter und besten Bedingungen. Wir biegen ein auf die lange Start- und Zielgerade hier in Baku beim großen Preis von Aserbaidschan. Ist auch eigentlich eine Strecke, die gar nicht so schwer ist, aber trotzdem einige tückische Stellen hat. Vor allem Kurve 8, 9 und 10, glaube ich. Das ist diese ganz, ganz enge Kombination, wo auch diese Burg, glaube ich, daneben ist. Sieht bestimmt richtig geil aus, aber hier geht es nicht um Ästhetik. Hier geht es um das Fahrerische. Das, was hier auf der Strecke passiert. Und da bin ich halt auch sehr, sehr gespannt, ob wir unsere gute Leistung aus Italien hier bestätigen können. Mit unserem Auto, das ja eigentlich von der Leistung her, ich kann es nur nochmal betonen, eigentlich richtig gut ist jetzt mittlerweile. Also von daher sehe ich mich schon so unter den ersten 5 auf jeden Fall. Aber gut, der Druck wächst, die Anspannung steigt so ein bisschen. Schönes Panorama auf jeden Fall. Hier, jetzt fängt so der Sektor an, den ich eigentlich auch ein bisschen umgebaut haben möchte, im besten Fall. Hier, das ist die enge Passage, die ich meine. Am Schloss vorbei, an der Burg hier links. Sieht ja wie gesagt gut aus. Hier kommt man aber dann meistens oder manchmal sehr beschwerlich rum. Lässt sich alles ein bisschen beschwerlicher fahren. Ich glaube, seit dem neuen F1 Update, was es hier gab, haben sie irgendwas an der Lenkung gemacht. Ich bin mir da nicht so sicher, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, die Lenkung ist ein bisschen erschwert worden. Ich kann mich hier aber auch nur täuschen, keine Ahnung. So, und wenn man dann hier halbwegs gut durchgekommen ist, nimmt man noch die letzte Kurve und dann geht's rauf. Dann geht's darum, wer hat den stärksten Motor. Wer holt hier das Beste aus seinem Auto raus und dann geht es auf die Start- und Zielgerade, auf die lange, lange Start- und Zielgerade. Das wird, denke ich, wir sind jetzt Fünfter, das wird ein Platz werden unter den ersten 10. Vielleicht fallen wir auch noch raus oder aus den Top 10. Wir gucken gerade mal, wir sind Siebter mit DRS, ERS 330 km/h, wir sind Zehnter, 11. Oh, jetzt werden wir wieder durchgereicht. Schade. Wie immer dann am Ende durchgereicht, Platz 11. Ich habe alles probiert und jetzt müssen wir halt im Rennen wieder gucken, dass wir da viele Autos überholen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Ja, das war wieder ein bisschen reingechoked, bisschen schlechteres Blitzqualifying. Wir sind sogar hinter Esteban Ocon. Das war wirklich bei allem Respekt an Esteban Ocon und auch an Alpine. Ich hätte mich eher da gesehen, wo George Russell jetzt steht oder Piastri. Aber gut, wir können im Rennen immer noch ganz vieles wettmachen und das versuche ich. Und wir starten rein. Auf geht's. Aus der Mitte von Position 10 geht's also rein. Wir haben noch einen Platz gewonnen, dadurch, dass Lando Norris, glaube ich, eine Strafe kassiert hat. Muss also ein paar Plätze weiter hinten starten. Und wir starten hinter Ocon, hinter Stroll, Alonso und hast du nicht gesehen. Jetzt die Frage, was macht man am besten? Erstmal außen bleiben, außen rum. Ja, ich sehe die Lücken und nutze sie. Direkt wieder eine Kollision. Aber keine Verwarnung kassiert, anscheinend. Stand ja nur Kollision. Nichts mit Verwarnung und so weiter. Aber das bin halt ich. Ich quetsche mich hier durch jede Lücke. Obwohl die gar nicht da ist. Obwohl die Lücke gar nicht da ist, das muss ich vorne gucken, dass ich rechtzeitig bremse. Und halt direkt dranbleibe. Auch in Sektor 2, wenn es dann diese enge Passage bei Kurve 8, 9 und 10 geht, wo diese Burg links ist. Sieht ja alles schön aus, aber hier gewinnst du keinen Schönheitspreis. Hier gewinnst du Preise und wirst Weltmeister, weil du eine gute Platzierung hast. Und die will ich hier heute auch irgendwie schaffen. Also zumindest unter den ersten 5 vielleicht. Das ist möglich. Oh, Piastri. Ganz knappe Kiste. Ganz knappe Kiste. So, die Position meine ich hier. Oder die Stelle mit der Burg. Die kann man eigentlich ganz gut durchfahren. Ihr habt es gesehen. War noch nicht ganz rund. Das wird noch. Ich habe ja noch ein paar Runden Zeit. Aber so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Platz 7 hinter Russell, hinter meinem Teamkollegen. Aber es ist halt ultra schwer hier irgendwie zu überholen, außer auf Start und Ziel. Im Normalfall. Aber gut, das ist hier schon normal bei mir. Ich mach auch manchmal Überholmanöver. Dafür gibt es eigentlich noch gar keine Regeln, also noch gar keine Strafen. So wild sind die Überholmanöver. So, jetzt apropos Überholmanöver. Ich spare jetzt ERS, ja, habe ich ja gelernt. Bisschen schonender fahren, haushaltssparend. Ich benutze den Windschatten. Das ERS lädt sich auf fast 50% schon wieder. Sehr, sehr geil. Und war eine gute erste Runde. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Gute erste Runde, jetzt dranbleiben. Mit Liften, Coasten ein bisschen was machen. DRS kriege ich auch, also kann ich ja auch ein bisschen sparen. Und dann auf der langen Start und Ziel, da muss ich eigentlich alles ERS verballern. Weil vorher brauche ich es eigentlich nicht. Hier kriege ich DRS, wenn ich dranbleibe. Oh, hier rechtzeitig bremse. Ja, geht gut. Es kann sein, dass du etwas untersteuerst, da du im Windschatten des vorausfahrenden Autos bist.
Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Das ist mal ein neuer Satz, oder? Habe ich noch gar nicht gehört. Dass ich untersteuere. Also übersteuern kenne ich, aber untersteuern? Naja, ich bin ja nicht der F1-Experte hier. Wird schon stimmen, was er mir sagt. Ja, ist das diese schmutzige Luft, die man spazieren fährt? Dirty Air? Habe ich mal irgendwie so aufgeschnappt bei irgendeinem Rennen. Ich probiere alles hier. Wieder feinste Amazon-Werbung. Also wenn man nicht weiß, wo man einkaufen soll, da hat man beim Rennen genug Zeit, sich das zu überlegen. So, aber der Plan geht bislang auch. Wir haben wieder fast 100% ERS. Also das klappt jetzt auch wesentlich besser als zu Saisonbeginn. Das heißt, dahin haben wir uns auch schon mal weiterentwickelt. Die Teile, die haben sie auch schon mal gebracht. So, und jetzt volle Schubkraft. Bis ich wieder DRS habe, dann schalte ich es wieder aus. Hier kommen wir auch gut rum. Auch wichtig, dass ich die Banden hier nicht mitnehme. So, jetzt gibt es ein Hauen und ein Stechen um Platz 6, 5. Gut, Russell wird wegziehen. Oh, war ja an Stroll. Obwohl, ich weiß auch nicht. Jetzt Sainz in der ersten Kurve. Oh, hier nochmal rein in die Lücke. Ja, gegen meinen Teamkollegen. Ein bisschen Zweikampf, ein bisschen Ellbogen ausgefahren. Das ist gar nicht schlimm. Schadet nicht so. Und wenn zwei sich streiten da vorne, dann freut sich vielleicht auch der dritte. Stroll kriegt kein DRS. Oh, das ist unsere Chance jetzt. Jo, vorbeizuziehen hier in. Macht er die Tür auf. Bekomme ich Sainz auch noch? Nee, den bekomme ich nicht. Aber Stroll, Achtung auf der Innenbahn. Oh, der quetscht sich da durch. Ist ja okay. Mache ich ja auch oft genug. Jetzt darf er mich nur nicht von der Seite rammen. Weil sonst ist hier Polen offen. Das glaubst du aber. Okay, aber Autoheile, solche Zweikämpfe liebe ich. Wenn so ein bisschen gekämpft wird um die Plätze, ist ja alles gut. Ich will auch nicht, dass hier einer zu Schaden kommt, ne? Wir müssen ja Montag alle wieder arbeiten. Hier kommen wir jetzt auch besser vorbei. Die Kurve kann ich auch ein bisschen besser nehmen, ein bisschen flüssiger. Das war nicht so ideal. Aber wichtig ist vorne dranbleiben. DRS-Fenster, Sainz wird mit den Mediums, glaube ich, 1, 2 Runden länger draußen bleiben. Aber dranbleiben. Auch hier rechtzeitig bremsen, dass man wieder reinkommt hier. Flüssig in die nächste Kurve. So wie es halt geht. Zack. Wieder bei 50%. Das würde ich jetzt mal auslassen, das ERS. Und hinten haben wir schon einen guten Vorsprung. 1,3 Sekunden. Das heißt, nach hinten haben wir erstmal ein bisschen Luft nach vorne hin. Können wir jetzt ein bisschen pushen. ERS mache ich jetzt aus. DRS mit Windschatten 337 km/h. Komm, gib mir nochmal Windschatten, Baby. Und vorbei. Zack. So sieht's aus. Perfekt. Ideales Überholmanöver. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ja, klar. Sieht's immer. Und manchmal kompliziert. So ein bisschen Vorsprung. Sainz, ja klar, der wird das natürlich auch wieder rankommen. Leclerc hat auch Mediums. Also Ferrari ist auf Medium Hard. Also die Strategie wahrscheinlich Medium Hard. Wir wechseln dann auf Mediums nach, ich glaube, nach der nächsten Runde. Also Runde 5, 6 quasi. Ja, und Sergio Perez ist ja mein Konkurrent, mein Rivale. Deswegen ist da noch das Zeichen neben seinem Namen, neben seiner Zeit. Aber Russell ist dann auch schon 3 Sekunden weg. Oh, Vorsicht. Nicht in Amazon hier reinfahren. So, die Burg schön mitgenommen. Ja, das gefällt mir schon mal besser. Und schon, ihr seht, zack, 1 Sekunde gewonnen. Schon aus dem DRS-Fenster raus. Vorne auch ein bisschen gut gemacht. Also das scheint so eine Stelle in Aserbaidschan zu sein, wo man definitiv Zeit gut machen kann. 1,2 Sekunden Vorsprung. ERS sieht auch noch gut aus. Knapp 70%. Und mal gucken, was nach vorne hin geht. Wenn Leclerc und Sergio Perez sich da behaken, dann kann ich ruhig der lachende Dritte sein. So, hier würde ich mal das ERS auslassen, weiß ich nicht. Ich mach's mal an, komm. Mal gucken, wie schnell das verbraucht. Auf Start und Ziel mache ich es dann halt wieder aus, aber dass ich ein bisschen näher vorne rankomme. Das Boxenstoffenster ja, okay. Okay, Abstand zum Auto vor dir. 1,8 Sekunden. So, und ich bete, meine Boxencrew, bereitet euch seelisch drauf vor. Ich habe Mediums. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Ja, 2 Sekunden, sehr schön. Bereitet euch seelisch drauf vor. Ja, checkt doch mal die Akkuschrauber. Ob die auch funktionieren. Und gebt mir wirklich einen guten Boxenstopp. Echt, wir haben eine gute Position. Mit Platz 4 wäre ich
zufrieden, wenn nach vorne hin durch die Boxenstops vielleicht doch noch irgendwie was Richtung Podium geht. Würde ich mitnehmen, aber Top 5, das sollte schon immer das Ziel jetzt sein. Keine Sorgen zu machen. Alles okay. Also mit dem Auto, da ist eigentlich Top 5 ist immer Pflicht. Spätestens dann ab der nächsten Saison. Wir sind ja jetzt schon fast am Ende. Das ist jetzt, glaube ich, schon Rennen 17 oder 18 müsste das sein. Ich glaube, 17 ist es. Ja, das habe ich wieder nicht so ideal genommen, weil ich ein bisschen Zeit verloren. Aber Sergio Perez irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ob die KI da generell Probleme hat bei der Stelle oder ob es jetzt gerade nur mal Sergio Perez war. Aber wir kommen auf jeden Fall ran. 1,3 Sekunden. Also das heißt, Boxenstops, die werden auf jeden Fall sehr entscheidend sein. Komm diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk dran, während du dich näherst. Also ich würde sagen, Verstappen geht zuerst rein. Geht er rein oder geht er nicht rein? Oder geht gar keiner rein? Es geht gar keiner rein. Dann bin ich der Erste. Jawohl, dann mache ich den Anfang. Achtung, oh, kein Problem. Nicht hier gegenfahren. Sauber, so, komm. Ein schneller und guter Boxenstopp. Ich hab euch gesagt, ihr habt genug Zeit gehabt, euch vorzubereiten. Komm. Zack, zack, zack. Fahr jetzt raus. 2,5, ideal. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Gut, wir waren nicht die Einzigen. Ich bin auch zufrieden. Jetzt heißt es Gas geben. Zack, zack, zack. Vorne dranbleiben. Ranpushen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Gehen als 14. raus. Mit dem ersten Trupp. Und jetzt bin ich gespannt. Wie sehr halten uns auch die Fahrer vor uns auf? Ich glaube, da wird nur Sargent uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen. Aber dann, auf Start und Ziel wird sehr, sehr interessant und sehr, sehr entscheidend. Wie schnell kommen wir da raus? Wie schnell schaffen wir es in Kurve 1 und dann natürlich auch an den anderen vorbei? Also Platz 3 ist drin. Sergio Perez war auch nicht so weit weg. Hör zu. Versuchen wir weiter nach vorne zu kommen. Wir geben dir ein neues Ziel. Los, los. Wie viel da müssen wir denn sein? 12. Ja, das werden wir ja schaffen. Also das ist ja Käse. Das schaffen wir ja schon alleine, dass die anderen Fahrer in die Boxengasse gehen. Was soll das denn? Also teilweise sind diese Vorgaben echt nicht gut durchdacht. Manchmal kommen sie zu früh, manchmal kommen sie zu spät und manchmal kommen sie zu einem total blöden Zeitpunkt, wo du dir denkst, hä? Wer hat sich das denn ausgedacht? Aber es sind leicht verdiente Ressourcenpunkte, ey. Setz Überholen ein. Überholen. Setz Überholen ein, Junge. Bin ich ein Pokémon oder was? Oh, Vorsicht. Zwar hinten rangeschubst, aber das meine ich. Wenn wir dann von so langsameren Autos aufgehalten werden, dann machen wir uns natürlich alles zunichte. Aber machen wir nicht. Wir ziehen jetzt davon. Ein Red Bull ist schon rein. Der andere bleibt noch draußen. Jetzt ist Russell drin. Das sollten wir irgendwie schaffen. Sargent ist hinter mir. Ich spare mal ERS, weil es bringt eh nichts. Ich habe eh keinen vor mir. Sargent geht jetzt auch rein. Okay, super. Du hast das Ziel erreicht. Oh nein, wer hätte das gedacht? Dass ich innerhalb von 2 Runden 12. werde. So, wo kommen wir raus? Wir werden 6. hinter Verstappen. Der sich jetzt leider auch die Mediums geholt hat. Aber wir haben, glaube ich, noch Piastri, der nicht drin war. Wir haben vorne Sergio Perez, der muss auch noch rein. Und irgendeiner der Ferraris. Also beide Ferraris waren noch lange nicht drin. Auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Dazu 7 Sekunden Vorsprung fast auf Russell. Also das Podium winkt. Hoffe ich. Ja, den Abschnitt nehme ich jetzt gut hier. Ja, das sieht sehr, sehr stabil aus. Sehr, sehr flüssig. Auf die Burg hier, die Burgpassage, sehr gut. So hatte ich mir das vorgestellt. Nicht auf die Bremse gehen, einfach nur ein bisschen vom Gas. Und dann entfernen wir uns auch weiterhin von Russell, von Alonso. Sehr, sehr gut. Also dieser Hinweis mit dem ERS-Sparen, das war, glaube ich, ein ganz guter. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer mir den Tipp gegeben hat. Ich hätte auch nochmal nachgucken müssen, aber fühle dich angesprochen. Lieber User, vielen, vielen Dank dafür. Das hat mir echt sehr, sehr viel geholfen. Besonders in Italien, hier allerdings auch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir sehr stabil unterwegs sind. Sehr schnell. So, jetzt auf jeden Fall ein Ferrari drin. Sergio Perez ist drin. Jetzt wird spannend. Jetzt muss ich ein bisschen pushen, weil ich will Platz 3. Und ich brauche hier jeden Speed, ich brauche jeden Kilometer.
Jetzt ist ganz wichtig, Kurve 1, 1,41, schnellste Runde. So, und jetzt, wir sind knapp vor Sergio Perez draußen. Oh, gut, was heißt knapp? Ein paar Meter Vorsprung hatten wir schon, aber wir sind Dritter, das Podium. Vorne Sainz, aber der muss auch noch rein, oder? Sainz war doch auch noch nicht drin. Der fährt auch schon die ganze Zeit mit Medium spazieren. Also deswegen sogar Platz 2. Rennsieg wird es nicht mehr werden, oh, je nachdem wie ich hier fahre. Dein ERS ist fast aufgebraucht. Du kannst die ERS-Modi in der MFA verwenden oder vom Gas gehen und die Bremse betätigen, um es manuell aufzuladen. Aber ideal, das ist das Gute, dass wir jetzt erstmal Dritter sind. Das Negative, ich habe nichts zum Verteidigen. Also bis auf ERS, ich bekomme kein DRS, ich bekomme keinen Windschatten. Und das haben halt Sergio Perez und Leclerc. Also es wird wieder ein Dreikampf um Platz 3. Weil Russell dahinter, der hat dann auch ein paar Sekunden schon Rückstand, das wird er auch nicht mehr schaffen. Und Verstappen vorne ist halt auch noch nicht ganz weg, ne? 2,1 Sekunde. Keine Ahnung. Der kriegt dann halt auch kein DRS. Oh, Vorsicht, da war ich ganz knapp an der Bande vorbei. Hier war ich an der Bande dran. Also es sind nur Millimeter, Zentimeter, die hier zwischen Ausscheiden, Frontflügelschaden und einer guten Platzierung entscheiden. Wie immer eigentlich. Ne, ich habe zu wenig RS, das mache ich nicht. Weil ich vorne eh nicht rankomme. Ich bin nicht in Reichweite, von daher mache ich das nicht. Ich spare. So, Sainz ist jetzt auch endlich drin. Das heißt, wir sind Zweiter. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was die letzten Runden noch hier mit sich bringen. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 8,2 Sekunden. Auf jeden Fall Fahrer des Tages, oder? Würde ich sagen. Von Platz 10 auf Platz 2, 8 Plätze gewonnen. Besser als niemand. Aber ich muss das natürlich jetzt auch halten. Das wird jetzt richtig, richtig heikel. Richtig eng. Leclerc ist auf Softs unterwegs. Er hat ein bisschen Vorteil natürlich gegenüber Sergio Perez und mir. Und Leclerc, der wird alles dafür tun. Und Verstappen vorne, der wird hoffentlich noch ein bisschen langsamer. Und irgendwann habe ich halt die Sorge, dass Start und Ziel mir zum Verhängnis wird. DRS und so weiter. Also machen wir das Beste daraus und fahren eine schnelle Runde. Du schaffst das. Du schaffst das. Wir schaffen das. Ja, und jetzt ist natürlich... Aber gut. Frontflügel leicht, ganz, ganz leicht beschädigt. Da verändert sich nicht mal die grüne Farbe. Es wurde jetzt zwar angezeigt, weil ich wahrscheinlich gegengedotzt bin, aber ich habe ja hier keine Veränderung gesehen, oder? Farblich gesehen. Schaut mal auf den Frontflügel, da ist beides noch grün, beide Seiten. Da dürfte ich eigentlich jetzt keine Nachteile spüren. 2,8 Sekunden. Natürlich habe ich dadurch jetzt ein bisschen verloren. So, und jetzt Gas. Wir haben 84%. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Jetzt dürfen wir nach vorne nicht ganz so viel verlieren. Nach hinten der Abstand, der ist wichtig. Dass Sergio Perez nicht ins DRS-Fenster kommt, der wird jetzt von Leclerc gecatcht. Auf jeden Fall. So, ERS fast leer. Leclerc schafft es nicht. Warum schafft er das nicht? Ah, jetzt versucht das. Leclerc mit einer 1,41. Krass. Ja, Zweikampf in Kurve 1. Alles schön und gut. Lasst mich nur da raus. Nehmt euch ein Zimmer wahrscheinlich oder irgendwie nochmal nach dem Rennen und dann ist alles gut. Vorne 2,2 Sekunden. Also ich kann den Rennausgang nicht prognostizieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier prognostizieren soll. Weil ich kann auch Verstappen vorne nicht einschätzen. Wenn wir dann auch nochmal einen Boost kriegen oder er langsamer halt wird. Ich habe das Gefühl, hier so Sektor 2, das ist unser. Da kommen wir ganz gut ran. Oh, Vorsicht. Da fährt die KI halt nicht so, wie man fahren sollte. Oder nicht so wie ich. Achtung. Oh Gott. Das wäre jetzt natürlich der Super-GAU gewesen, wenn ich ja frontal gegengeklatscht wäre. Aber das sind halt wieder die Nuancen hier. Und gerade in so engen Stadtkursen, das hasse ich wie die Pest. Auch da war die Bande links gerade wieder eigentlich in meinem Gesicht schon. Ich fahre diese Strecke auch eigentlich sehr ungern. Genauso wie Monaco. Obwohl Monaco ja auch diese Saison richtig gut war für uns. Aber auch bei Singapur werde ich da richtige Probleme haben. So, vorne dranbleiben. 1,3 Sekunden. Leclerc
Der wird halt auch nochmal ein bisschen zusätzlichen Schub wahrscheinlich irgendwo rausholen. Irgendwo, ich weiß nicht, wo er es rausholt, aber er wird es schaffen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,6 Sekunden. Gut, also eine Top-5-Platzierung oder Top 4 wird es auf jeden Fall. Ja, außer ich fahre mein Auto selber zu Schrott. Aber im Normalfall bleiben wir auch hoffentlich Zweiter. Die beiden da hinten wechseln sich stetig ab. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Ja, es geht auch die letzten Kilometer zu. 2 Runden noch. Hier rechtzeitig die Kurve, genau, so muss ich die kriegen. Hier dann auch natürlich früher schon bremsen, dass man dann hier wieder besser rauskommt. Aber das sind halt alles so Kleinigkeiten, ey. Da kann ich nichts für, dafür bin ich kein E-Sportler. Als E-Sportler hätte man da bestimmt irgendwie einen Trick. Aber ich bin auch so ganz zufrieden. Vorsprung ist wieder ein bisschen gewachsen, 2,5 Sekunden, nach vorne auch 2,5 Sekunden. Der Bande kurz mal Hallo gesagt. Und dann brauche ich auch hier eigentlich kein ERS anmachen, weil nach vorne hin geht eh nichts, von daher speist ein bisschen. Die Banden hier nicht mitnehmen. Genau, sehr schön. Und dann kriegen wir auch so, ohne irgendwelche zusätzliche Hilfe, 312, 13 km/h. Ist eigentlich nicht verkehrt. Durch ein bisschen ERS kann man machen. Dann hat man glatt mal 13, ach du Scheiße, wie viele Sekunden oder wie viel km/h hat man denn da gleich mehr? Ey, 30 km/h mehr. Gut, also ich sehe zu, dass ich den zweiten Platz nach Hause fahre. Verstappen werde ich nicht mal eingeholt bekommen, dazu reicht die Zeit einfach nicht. Nach hinten versuche ich nochmal ein bisschen mehr Vorsprung zu kriegen. Und dann war das ein super Rennen. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, in Aserbaidschan von Platz 10 oder 11 sogar. Aktuell liegt er 2 Sekunden vor dir. Also Platz 10. Ich hätte mir eine Top-5-Platzierung gewünscht. Natürlich muss ich immer einen guten Start erwischen. Das klappt auch halt nicht immer. Aber am Start, da mache ich meistens halt viele Platzierungen gut. Das ist halt einfach mein Ding. Ich weiß nicht warum, ausgerechnet am Start. Im Rennen verliere ich dann gerne auch mal ein paar Plätze. Aber der Start gehört eigentlich immer mir. Auch wenn ich es manchmal unfair mache. Auch wenn ich von 24 Rennen die Hälfte davon, oder die Hälfte, 3/4 mit der Verwarnung in der ersten Kurve beginne. Aber ist ja nicht verboten. Solange ich hier keine 3 Strafen kriege und da dann eine Zeitstrafe mir aufgepumpt wird, ist das alles okay. Und jetzt geht's auf die letzte Runde. Also wir werden, wenn ich noch die letzte Runde so gut fahre, Zweiter. Werden Fahrer des Tages, hoffe ich. Was anderes wäre totaler Blödsinn. Und weitere wichtige Punkte, um uns halt oben festzusetzen. Schlagen unseren Rivalen. Sergio Perez, das ist auch immer nicht verkehrt. Der sich jetzt auch wieder einen kleinen Vorsprung gemacht hat. So, und jetzt geht's auf die letzte Runde hier. Letzte Runde. In Aserbaidschan. Vorsicht nochmal hier, die ganz enge Bande. Oh weia, oh weia. Also wenn ihr daraus ein Trinkspiel machen wollt, schaut mal, wie viele Kurven ich so eng gefahren oder befahren habe, dass ich eigentlich schon in der Bande drin war oder in die Bande eingeschlagen habe oder hätte gefühlt. Das ist schon nicht mal feierlich, ey. Sag ich euch, wie es ist. Schade, vorne 1,8 Sekunden reicht jetzt natürlich nicht mehr. Nee, schade. Vielleicht noch 2 Runden mehr. Vielleicht hätte ich dann auch ein bisschen riskiert. Aber hier wird nichts mehr gehen. 1,5 Sekunden, 3,2. Vorsprung ist nochmal gewachsen. Also nochmal genießen. Ein letztes Mal hier. Die Schlosspassage, die Burgpassage, wenn ihr so wollt. Hier nochmal unfallfrei durchkommen. Jawohl, keine Bande mitgenommen. Und das war eigentlich jetzt die letzte problematische Stelle in diesem Grand Prix. Da wird Verstappen gewinnen. Vor HSPP YouTube. Und Sergio Perez, der wird das Podium dann komplettieren. Leclerc und Russell dann die Top 5. Und von daher, ja, haben wir das Optimum rausgeholt. Super, ich bin sehr, sehr zufrieden. So geht's weiter hoffentlich. So können wir weitermachen. Die letzten Rennen, das letzte Drittel der Saison hat begonnen.
Einmal noch leicht links, einmal noch leicht rechts und dann kann ich eigentlich freihändig fahren. Ne, noch einmal muss ich gleich nach rechts fahren. Also es war ein super Grand Prix von Platz 11, 10 auf die 2. Verstappen, den hätte ich vielleicht in der letzten Runde noch bekommen. 1,0 Sekunden Rückstand. Naja, egal. Platz 2, super. Absolut überragend. Spitzenmäßig. Okay, großartige Leistung. Du warst wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Ein weiterer Sieg und eine meisterhafte Leistung von Max Verstappen. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, also wie schon gesagt, Fahrer des Tages absolut verdient von 10 auf die 2. Wenn das Rennen noch 2 Runden mehr gegangen wäre, ich hatte ja Verstappen. Ich war ja dann weniger als eine Sekunde hinter ihm, dadurch, dass ich eher als Vollgas gegeben habe. Schade, hätte ich das mal 2-3 Runden früher gemacht, wer weiß, wo ich gelandet wäre, aber egal, ich will mich nicht beschweren, ey. 18 Punkte, 155 Rückstand, wir sind auf einem super 3. Platz, damit wäre ich zufrieden. Bei den Konstrukteuren wird halt auch nach vorne hin nicht mehr viel gehen, weil halt Lando Norris und Oscar Piastri jetzt auch viele Punkte holen. Super Rennen, gute Bedingungen gehabt, von daher machen wir weiter. Oh, Auszeichnungen, Podiumsplatzierungen, Anzahl der Podiumsplatzierungen, Top 3 in deiner F1-Karriere wahrscheinlich. Fahre 10-mal in die Top 3 oder so. Rennkunst 3000, Rivalität gewonnen. Kriege auch nochmal ein paar mehr Punkte überall. Perfekt, das ist nur gut für unsere Wertung. Eine 75er Wertung schon mal insgesamt. Also wir sind auf dem Weg, ein sehr, sehr guter Fahrer zu werden. Da nähern wir uns auch immer weiter an. 43%, 57% Russell, das sah ja am Anfang ganz anders aus. Haben wir hier irgendwo ein Upgrade? Ah, ne, Windkanalingenieurin, gut, da sind wir schon Rang 3. Besser geht's nicht mehr. Bei den anderen sind wir auf dem Weg zu Level 2. Ja, umgeschaltete Brennkammer. Das ist leider nicht geglückt. Das müssen wir nochmal machen. Das war hier beim Antrieb, glaube ich. So, das wird jetzt natürlich... Oh, Singapur. Ist jetzt Singapur das nächste Grand Prix? Der nächste Grand Prix? Ich hab's oder ich befürchte es, ja. Singapur, also gleich der nächste Stadtkurs hinterher. Die drücken mir hier alles rein, ey. ein größeres Problem in der Produktion hatten. Und das gesamte Entwicklungspaket für das Wochenende. Ja, das ist natürlich blöd. Ich habe schon längst gemacht. Neuentwicklungen müssen über den F&E-Bildschirm bestellt werden. Habe ich schon längst gemacht. Also, wie ich schon vermutet hatte, wow, du hast bisher 10 Podiumsplatzierungen erreicht. Mach weiter so, yeah. Und Update zur Vertragserfüllung. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass du dein Ziel für dieses Jahr absolut übertroffen hast. Das Team ist sehr zufrieden und ich bin es auch. Ich habe deine Vertragsinformationen angehängt, damit du sie noch ein wenig bewundern kannst. Du findest diese Infos auch im Vertragsbereich in deinem HQ. Grüße, Elena. Ja, werde ich mir ausdrucken, werde ich mir übers Bett hängen, dass ich jeden Morgen schauen kann, wie geil ich eigentlich bin. Oder halt auch nicht so. Vertrag, wie sieht's aus? 75 aktuell, also da hätten wir locker ein bisschen hochgehen können. Aber gut, das weißt du halt am Anfang der Saison nicht. Da war ich auch noch ein bisschen schüchtern, da bin ich noch ein bisschen zurückhaltender gewesen. So. Weiter geht's hier. Singapur. Jetzt müssen wir mal überlegen. Anhand der Strecke wieder. Kurz gucken. Gut, 8 Autos zu überholen wird natürlich auch schwer. Ich würde dann eher das mal machen, weil 8 Autos in Singapur zu überholen. Ich wäre froh, ich überhole 2 oder 3 Autos. Sage ich euch, wie es ist. Das sage ich jetzt, nur um dann hinterher wieder 30 Autos zu überholen. Das ist wie diese Schüler damals, hatte ich auch ein paar bei mir in der Klasse, die dann nach der Arbeit immer gesagt haben, oh, ich habe bestimmt eine 4 oder eine 5 geschrieben, oh, ich war mir da nicht sicher. Zack, Klassenbester. Junge, hättest du direkt mal an der Unterhose aufhängen können. Schön am Kleiderhaken. Was ist mit so Leuten, ey? Weiß man da mehr? Weiß man da mehr über diese Leute? Ich weiß es doch nicht so. Also Singapur, nächster Grand Prix. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das vor der Saison ausgetauscht. Dann hätte ich Singapur für Frankreich getauscht.
Obwohl ein Zuschauer hat geschrieben, dass es die Strecke gar nicht mehr gibt. Dass man die Strecke gar nicht mehr eintauschen kann, weil dann hätte ich das nämlich getauscht. Frankreich gegen Singapur und ich hätte Portugal, also Portimao, hätte ich gegen, tja, was war das noch? Katar, glaube ich, eingetauscht. Na gut, aber wir haben hier schönes Wetter. Wir fahren natürlich wieder bei Nacht, wer hätte es gedacht. Entwicklungsupgrade, aber sieht gut aus. Ich schaue da immer noch mal gerne drauf. Am Antrieb, Reglementänderung. Und auch bei der Strapazierfähigkeit, da müssten wir also wahrscheinlich ein paar Teile safen. Dann fange ich da jetzt schon mal mit an. Bevor ich jetzt neue Upgrades hier installiere, save ich lieber, gut, das geht jetzt leider nicht mehr, save ich die Teile, die wir saven können. Hier sind wir mittlerweile auf Platz 1 beim Antrieb, sehr, sehr schön. Strapazierfähigkeit sind wir auch auf der 1. Chassis sind wir in der Mitte, das Aston Martin auf der 1, ja, mit ein bisschen Abstand zu Aston Martin, beziehungsweise zu, wie heißen sie, McLaren. Und der Aerodynamik sind wir Dritter, das Red Bull natürlich klar vor McLaren und vor allen anderen. Ja, wir haben nicht mehr viel Rennen, sieht aber gut aus. Mal gucken, ob ich ein paar Teile nochmal upgraden kann, ob ich hier vielleicht auf Stufe 4 gehe. Neues Getriebe wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wobei für Singapur, das brauche ich vielleicht auf langen Strecken, also auf Strecken, die nicht in der Stadt stattfinden. So, nochmal ein Wortwitz zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Grand Prix wieder. Haut rein. Ciao, ciao.